Findest du in Deutschland einfach keine Mietwohnung? Gib nicht dir selbst die Schuld. Vielleicht liegt das Problem gar nicht bei dir. Noch bevor du den Vermieter überhaupt kennenlernst, hat ein unsichtbarer Algorithmus bereits über dich entschieden. Ob du ein gutes Gehalt hast oder keinen einzigen Cent Schulden, interessiert dieses digitale System überhaupt nicht. Sie schauen auf die Kreditkarten in deinem Portemonnaie und darauf, wie oft du in der Vergangenheit umgezogen bist. Ich zeige dir, wie sich selbst die normalsten Veränderungen in deinem Leben in ein gnadenloses Risikosignal verwandeln und dir die Türen vor der Nase zuschlagen. Dürfen wir vorstellen? Die Schufa. Echt jetzt. Viele Deutsche glauben, die Schufa sei eine offizielle staatliche Behörde, die für Gerechtigkeit sorgt. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Die Schufa ist kein Teil des Staates, sondern ein profitorientiertes Privatunternehmen, das die Daten von Millionen Menschen in Deutschland verarbeitet. Sie bewerten dich nicht nach deinem Charakter oder ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Sie sind ein statistisches Modell, das auf deine Vergangenheit schaut und dein zukünftiges finanzielles Risiko berechnet. Aber wie kann dieses Privatunternehmen, an dessen Tür du nie geklopft hast, so viele Details über dein Leben wissen? Jetzt fragst du dich völlig zu Recht, ich habe denen doch nie direkt zugestimmt, dass sie meine Daten erheben dürfen? Die Antwort versteckt sich in den Unterschriften, die du jeden Tag leistest. Wenn du ein Bankkonto eröffnest, einen Handyvertrag abschließt oder online einkaufst, kennst du dieses Kleingedruckte in den Verträgen, das wir nie lesen? Genau dazwischen ist die Klausel zur Datenweitergabe meistens gequetscht. In der Praxis scheint es oft keine Option zu sein, dieses Häkchen nicht zu setzen. Denn wenn du diese Zustimmung verweigerst, bleibst du vom modernen finanziellen Leben ausgeschlossen. Jahrelang waren diese Algorithmen eine absolute Blackbox. Doch vor kurzem hat sich das System geändert. Statt des alten Prozentsystems gibt es jetzt einen neuen Score, der zwischen 100 und 999 liegt. Jetzt legen sie 12 Kriterien offen, die den Score beeinflussen und sagen, wir sind transparenter. Das ist auf den ersten Blick ein toller Schritt. Aber man muss sich mal fragen, bedeutet die bloße Tatsache, dass ein Algorithmus transparent ist, automatisch, dass er zu deinem Vorteil arbeitet oder fair ist? Schauen wir uns diese transparenten Kriterien mal genauer an. Zum Beispiel Bankkonten und Kreditkarten. Du beantragst vielleicht in kurzer Zeit neue Karten oder Konten, um sicherer im Internet einzukaufen oder Ratenzahlungen zu nutzen. Du siehst das als finanzielle Flexibilität. Wenn der neue Algorithmus jedoch auf dasselbe Bild schaut, kann er viele neue Anträge in kurzer Zeit als potenzielles Risikosignal deuten. Dein alltäglicher finanzieller Komfort kann sich durch das System in eine unerwartete Warnung vor Instabilität verwandeln. Aber das wirklich Verblüffende ist das Alter deiner aktuellen Adresse. Die Wohnungssuche in Deutschland ist ohnehin ein Albtraum. Du ziehst aus der WG aus, findest einen neuen Job, deine Familie wächst und du musst notgedrungen öfter umziehen. All das ist der ganz normale Lauf des Lebens. In den Augen des neuen Systems kann es jedoch als Instabilität gelesen werden, wenn deine aktuelle Adresse erst seit kurzem registriert ist. Umziehen ist natürlich kein Verbrechen, aber in einem digitalen Bewertungssystem verwandelt sich dein Lebenskampf in ein algorithmisches Risikodatum. Aber sind die Daten, mit denen diese Kriterien berechnet werden, immer fehlerfrei? Die eigentliche Gefahr, vor der Verbraucherschutzzentralen seit Jahren warnen, liegt genau hier. Manchmal liegt das Problem nicht beim Algorithmus, sondern bei den Daten, die von außen in den Algorithmus eingespeist werden. Ein abbezahlter Kredit kann immer noch als aktiv erscheinen, ein alter Vertrag wurde im System vergessen oder ein falscher Eintrag landet wegen Namensgleichheit in deiner Akte. Selbst wenn der Algorithmus fehlerfrei arbeitet, wenn die eingegebenen Daten falsch sind, ist auch der ausgespuckte Score falsch. Das Unangenehmste an diesem System ist seine Lautlosigkeit. Wenn ein negativer oder fehlerhafter Eintrag in deiner Akte landet, sagt dir niemand Bescheid. Meistens merkst du das erst, wenn eine Mietanfrage abgelehnt wird, du das neue Handy nicht auf Rechnung bekommst oder dein Bankkredit platzt. Wenn du das System nicht mit eigenen Augen siehst, weißt du auch nicht, wie dieses System dich nach außen hin darstellt. Genau an diesem Punkt werden dir digitale Apps angeboten. Es heißt, du könntest über Plattformen wie Bonify
kostenlos auf deinen neuen Score zugreifen. Klingt super, oder? Endlich können wir unseren eigenen Score kostenlos sehen. Aber in der digitalen Welt lautet die goldene Frage, die wir uns immer stellen sollten: Wenn ein Dienst völlig kostenlos ist, womit bezahlen wir dann eigentlich? Wenn du die App öffnest und deinen Score siehst, werden dir vielleicht noch persönlichere Analysen oder zusätzliche Funktionen angeboten, um deinen Punktestand besser zu verstehen. Der Preis, der für diese angeblich persönlichen Analysen verlangt wird, ist simpel. Du musst den Zugriff auf dein Bankkonto erlauben. Niemand zwingt dich dazu. Die Entscheidung liegt buchstäblich in deiner Hand. Aber die eigentliche Frage ist doch: Bist du wirklich bereit, deine intimste finanzielle Landkarte mit deinem Gehalt, deinen Abos und deinen täglichen Ausgabengewohnheiten einem anderen System offenzulegen, nur um einen Score zu analysieren? Es gibt keinen Grund zur Panik oder dazu, deine Daten zu opfern. Denn es gibt einen starken, legalen Weg, deine Situation zu überprüfen, ohne digitalen Apps den Zugriff auf dein Bankkonto zu gewähren. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Kurz Artikel 15 DSGVO. Dieses Gesetz garantiert dir, dass ein Unternehmen dir alle Daten, die es über dich gesammelt hat, transparent offenlegen muss. Die Lösung ist nicht Angst, sondern das Wissen um die eigenen Rechte. Wenn du auf die offizielle Website der Schufa gehst, scrolle an diesen kostenpflichtigen Produkten und App-Weiterleitungen vorbei, ganz nach unten. Dort findest du die Option Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO. Genau das ist der legale Weg, um deine kostenlose Datenkopie anzufordern und dir diese geheimen Einträge in Papierform nach Hause schicken zu lassen, ganz ohne einen Bankzugriff zu gewähren. Das ist kein Trick, das ist ein grundlegendes Verbraucherrecht. Sobald dieses Dokument in deinen Händen ist, überprüfe es wie ein Detektiv. Gibt es dort abbezahlte Kredite, alte Adressen oder negative Einträge, die gar nicht zu dir gehören? Wenn du fehlerhafte oder veraltete Daten im System findest, hast du das Recht, deren sofortige Korrektur oder Löschung zu verlangen. Auch wenn das Beheben von Fehlern nicht immer Wunder bewirkt, verhinderst du so zumindest, dass ein Algorithmus, der dich nicht kennt, mit falschen Daten über deine Zukunft mitbestimmt. Wir können nicht leugnen, dass Algorithmen ein Teil des modernen Lebens sind. Die Messung von Zahlungsrisiken ist in der heutigen Wirtschaft ein Standard. Aber das bedeutet nicht, dass du dich einem Algorithmus blind ausliefern musst. Kenne deine eigenen Daten, kontrolliere sie auf Fehler und überlege zweimal, bevor du deine Privatsphäre mit nur einem Klick aus der Hand gibst. Wenn dir dieses Video eine neue Perspektive auf die digitale Finanzwelt gegeben hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier sprechen wir nicht über die PR-Texte von Tech-Konzernen, sondern über die nackte Mechanik hinter dem System. Wir sehen uns im nächsten Video auf dem Echt Jetzt-Kanal. Echt jetzt?